Moin aus dem Miniaturwunderland. Wir bauen ja derzeit Rio und was darf da nicht fehlen? Klar, der Karneval. Hier seht ihr einen der größten und auf jeden Fall komplexesten Knopfdrücker des Wunderlandes. Ihr seht das Sambodromo mit der Tribünstraße, ein Teil des Karnevals, und wir haben einen Regenbogenverlauf dargestellt mit einem LED-Feuerwerk. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das Ganze mechanisiert wurde und überhaupt entstanden ist. Viel Spaß dabei. Ja, ich bin immer noch beim Bau der Trommler. Die Trommler sind in diesem Fall was ziemlich Besonderes, weil das sind Figuren, die man so nicht kaufen kann. Und schon gar nicht mit dem, was sie später machen sollen, weil wir wollen sie nicht einfach so sich ein bisschen hin und her bewegen lassen, sondern wir wollen, dass sich die Arme bewegen, also dass sie wirklich trommeln. Und da es sowas nicht zu kaufen gibt, musste ich mir erstmal überlegen, wie stelle ich so eine Figur her und wie kriege ich sie zum Bewegen. Das war eigentlich gar nicht so einfach. Wir sind dann dazu übergegangen und haben die Figuren am Rechner in 3D gezeichnet und habe dann mit einem weiteren Programm die Arme abgeschnitten, habe dann schon gleich Löcher und Bohrungen gesetzt, wie ich mir denke, dass da die Gelenke reinkommen. Und ja, so sind die Figuren dann zu uns zum 3D-Druck gekommen. Ich habe dann fertige Rohlinge gekriegt. Die Rohlinge müssen dann halt noch von den Stützen befreit werden. Ich muss sie vorsichtig freischneiden. Dann müssen die Bohrungen nachgebohrt werden. Es muss das Ganze beweglich gemacht werden. Es müssen Messinghülsen zugeschnitten und eingepasst werden. Ich kann euch ja mal zeigen, wie so eine Figur entsteht. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Dirigenten zu bauen, der beide Arme heben soll. Der hat wiederum die Besonderheit, er soll die Arme nicht gleichmäßig heben. Ich könnte natürlich jetzt hier oben quer eine Achse reinmachen, dann hätte ich diese Bewegung. Das ist aber kein Dirigent. Ein Dirigent, der muss irgendwie so rumzappeln. Und ich habe da auch wieder eine spezielle Figur für gezeichnet, habe sie ausgedruckt, habe heute die ersten Muster gekriegt und ja, bin super gespannt drauf, ob sie am Ende auch das macht, was ich mir vorgestellt habe. Ja, bei der Masse an Trommlern, die wir jetzt mittlerweile fertig gebaut haben, ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass noch so ein bisschen der Witz fehlt. Also Witz im Sinne von, es muss was Kurioses drin sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich mache einen riesen Trommelspringer, den ich dann in der Masse sozusagen verstecke und noch eine zweite reine Modellbauszene. Und jetzt bin ich gerade dabei und versuche diesen Trommler zum Trommeln und zum Hüpfen zu bewegen, was gar nicht so einfach ist, weil ich das Ganze synchronisieren muss, dass es am Ende eine runde Bewegung ist und wirklich auch schön aussieht. Ja, wie aufwendig diese Masse an Figuren werden würde, hat, glaube ich, keiner geahnt, wo wir das Ganze geplant haben. Es ist wesentlich aufwendiger, als ich selbst mir es auch gedacht habe, weil die Figuren kommen nicht sauber aus dem Drucker raus. Sie müssen komplett nachgearbeitet werden, sie müssen beschliffen werden, damit sie am Ende auch wirklich leicht und vernünftig laufen. Man ist locker manchmal eine Stunde bei einer Figur dabei und bei 100 Figuren halte ich nicht ewig durch. Zum Glück habe ich Verstärkung gekriegt. Svenno ist fleißig dabei, eine ganze Armee von den Figuren beweglich zu machen. Was er so an einem Tag schafft, könnt ihr euch jetzt ja mal im Zeitraffer anschauen. Wie wir vorhin ja schon erwähnt haben, haben wir in Rio de Janeiro natürlich den Karneval. Also ist der ganze Sambodrom da, wo wir einen Festzug durchfahren lassen, als Knopfdrücker natürlich. Wir fahren leider nicht ganz durch, weil wir müssen ja immer was da haben und so die Bewegung nicht möglich ist. Wecken wir ihn quasi auf. Und dieses Aufwecken passiert in erster Linie auf den Festwagen. Einer davon ist hier, das ist die Schildkröte. Wir wecken die auf, indem wir den Kopf rausstrecken. Das kann ich mal so machen. Es funktioniert einfach mit einer Zahnstange. Ein Motor dreht eine Zahnstange aus und schiebt den Kopf raus. Wenn das passiert ist, fängt an, der Kopf sich zur Seite zu neigen. Das funktioniert über eine Exzenterscheibe. Der Hals ist ja auf dieser Stange ein bisschen gelagert, dass er sich drehen kann. Einfach hinten über eine Exzenterscheibe wird er mitgenommen. Man kann dann auch sehen, weil Karneval natürlich wird getanzt. Wir haben an der Seite Tänzer, die tanzen durchweg.
Es funktioniert über eine Nockenthematik. Das heißt, hier drunter läuft eine Nocke. In den Figuren ist ein kleiner Stift, der sie immer wieder hochdrückt. Und dadurch hüpfen sie. Und obendrauf, leider noch nicht ganz fertig, sind Samba-Tänzer, die den typischen Samba-Rhythmus tanzen. Das sind noch so die letzten 5%, die fehlen, weil die Figuren leider nur halb sind aktuell. Die Mechanik ist ein bisschen komplizierter. Es ist auch eine Nocke, die ein Gestell schiebt. Und die Figuren hängen auf Mitnehmern über einen Winkel, die nur eine kurze Bewegung rechts-links mitnehmen. Funktioniert grundsätzlich super, ist leider noch nicht so ganz zu sehen. Wie das Ganze ausgeschmückt wird, das wurde von Theresa ausgeschmückt, das seht ihr jetzt. Wir haben natürlich nicht nur die Schildkröte auf dem Karneval, sondern eben noch 2 weitere Wagen. Das eine davon ist der Papageienwagen, der ist ganz hinten. Technisch habe ich den in der letzten Folge schon mal erklärt. Jetzt ist er komplett fertig, so dass wir ihn einfach nur noch ins Original einbauen müssen. Ganz vorne steht noch der Schmetterlingwagen und den erklärt euch Moritz jetzt. Da wir morgen einen großen Test in Rio haben mit all unseren Karnevalswagen, allen unseren Tänzern, habe ich jetzt aus dem Modellbau den fertig ausgeschmückten Schmetterling bekommen. Ihr habt ja vielleicht schon in der YouTube-Folge zuvor gesehen, wie ich den Prototypen gebaut habe. Kurz nochmal zu der Mechanik, wie der funktioniert. Da sind 4 Zahnräder, die 4 Zahnradstangen vor und zurück bewegen. Dadurch sich die Flügel quasi ausklappen und eine Nockentechnik realisiert das Flügelschlagen. So, und ich teste das Ganze jetzt nochmal am Platz, damit ich sicher gehen kann, dass es morgen auch funktioniert beim Test. Weil vielleicht ja durch das Ausschmücken oder so irgendwas sich vielleicht verklemmen könnte und nicht, dass ich das Modellbauerische wieder zerstöre. Dafür klappen wir jetzt einmal lassen wir die Flügel ausfahren. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich lasse sie noch mal einfahren. Lassen wir ihn mal in die Lüfte steigen. Ja, da haben wir einen leichten Spannungsabfall am Ende, aber das kriege ich hin. Er wird nämlich langsamer zum Schluss. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich denke mal, der ist bereit einzubauen. Ich habe jetzt hier schon mal das Rollo auch angebracht, was unsere Lücke verdeckt für unseren Verfahrweg. Und in weiteren Bildern seht ihr, wie Theresa den Schmetterling ausgeschmückt hat und Henning etwas zur Beleuchtung erklärt. Ja, wir haben ja die 3 Karnevalswagen, den Papageien, die Schildkröte und den Schmetterling. Ich habe hier den Papageien, die sind bei mir auf den Tisch zum Beleuchten gekommen und ich zeige euch jetzt mal, wo so die technischen Schwierigkeiten waren und um mal ein Gefühl zu geben, wie viel Arbeit da eigentlich reinsteckt. An den Papageien hier war ich jetzt ungefähr 3 Wochen dran. So die größten Schwierigkeiten für uns liegen eigentlich darin, dass wir so einen Karnevalswagen kriegen wir halt komplett dekoriert und halt auch mechanisiert und müssen uns dann irgendwie zusehen, dass wir unsere Elektronik so in die Ecken einigermaßen reinbekommen, dass es halt nachher vernünftig aussieht und realistisch, aber trotzdem nicht so offensichtlich ist, dass wir überall die Kabel durchgezogen haben. Problematisch war es ein bisschen, dass wir den ganzen Wagen auf einer Aluminiumplatte konstruiert haben und trotzdem mit Kupferlackdrähten durchführen mussten. Und wenn man halt hier runter guckt, dann sieht man, dass wir halt jede LED mit einzelnen Vorwiderständen ausgestattet haben, die alle auf kleinen Verteilerplatinen unter dem Wagen halt Platz gefunden haben. Und dadurch, dass halt die ganze Mechanik vorher schon eingebaut war, war es halt ein bisschen schwierig, die ganzen Kabelwege so anzupassen, dass wir überall keinen Kontakt hatten zwischen Mechanik und elektrischen Leitungen. Denn, also diese ganzen Rädchen drehen sich, das sind exzentrische Nockenwellen, die nachher die Tänzerin bewegen. Und selbst wenn halt hier auch nur ein kleiner Kontakt wäre zwischen dem Draht und der Isolierung, nach einem Jahr oder so ist das durch. Und jedes Mal, wenn dann diese Nockenwelle an das Kabel kommt, haben wir einen Kurzschluss und es ist tendenziell sehr schwierig, den Kurzschluss irgendwann wiederzufinden, weil sich die Kabel halt doch bei so einer komplizierten Mechanik und Elektrik halt irgendwann
schnell läppern. Also, dass wir uns diesen Verdrahtungsaufwand überhaupt dazu machen, liegt daran, dass wir uns möglichst viel Freiraum nachher in der Programmierung offen halten wollen. Das heißt, ich habe halt versucht, nicht den ganzen Wagen auf einzelne Widerstände zu legen, sondern habe mir immer angeguckt, welche Sachen sind wichtig, was würde nachher gut zusammenpassen und habe die Gruppen dann immer zusammengeschaltet. Das gibt uns dann nachher den Vorteil, dass wenn wir den Wagen nachher auf der Anlage haben und anfangen, den Ablauf für den Knopfdrücker zu programmieren, genug Spielraum haben, dass wir sagen können, wir wollen, dass die Tänzerinnen nacheinander angehen und man soll den Papagei erst sehen, wenn er sich komplett aufgestellt hat, dass der Ablauf und das Licht nachher zusammenpassen und dass das Gesamtbild dadurch eben noch besser wird. Und ich kann euch jetzt mal ein paar einzelne Gruppen zeigen, die ich zusammengeschaltet habe. Zum Beispiel die Tänzerinnen, die einzelnen. Die sind immer in Zweiergruppen auf der gegenüberliegenden Seite. Und damit wäre es dann halt zum Beispiel möglich, dass wenn wir nachher anfangen, den Wagen halt aufzustellen und den Ablauf zu programmieren, dass wir so eine Art Welle von vorne nach hinten durchlaufen lassen könnten, dass die einzeln angehen. Zusätzlich haben wir auch noch die Spots vorne für die kleinen Papageien zum Beispiel. Die sind auch einzeln. Die werden dann halt erst angehen, wenn die Bewegung wirklich nachher startet. Genau, der Grund, dass wir uns hier an feste Farben halten, oder was man hier jetzt sieht, dass wir halt mit Grün starten und das so langsam ins Blau übergeht, ist, dass wir mit dem Karneval versuchen, die Farben des Regenbogens abzubilden. Also wir starten vorne mit dem Schmetterling, mit Lila, und gehen dann halt über die Farben des Regenbogens nachher von hier orange über gelb zu grün zu blau und laufen dann nach hinten praktisch aus. Also der Papagei wird nachher den Abschluss bilden und deshalb halt eben blau als letzte Farbe. Genau, und ihr seht jetzt noch ein paar Schnittbilder von den anderen Wagen, die auch schon beleuchtet sind. Und danach geht es weiter mit der Stellprobe. Ich habe jetzt hier einmal alle fertigen Wagen. Das fängt an mit dem Schmetterling. Das sind die Kommission, die Frenchie, Vortänzer, wie wir sie auch nennen. Dann als nächstes die Bayanas. Danach kommt unser erster Wagen mit der Schildkröte. Danach folgen die Raina de Pateria. Das sind die Trommler mit der Königin der Tanzgruppe. Dann haben wir die Passistas. Und als allerletztes haben wir den Papageien, unseren Vogelwagen. Wir haben halt einen bestimmten Farbverlauf. Wir haben uns den Regenbogenfarbverlauf ausgesucht, weil er halt einfach ansehnlich schön ist. Und in dem Farbverlauf stelle ich jetzt die einzelnen Platten auf unseren Karnevalszug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Uns hat es Spaß gemacht, euch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Wie wir eine Stellprobe in der Anlage machen, das seht ihr jetzt. For the gossip.